Memory of the World, das UNESCO-Weltdokumentenerbe. Es ist ein weltumspannendes Netzwerk mit ausgewählten, herausragenden Dokumenten. Hauptziel ist es, das historische Gedächtnis der Menschheit zu bewahren und der Welt zugänglich zu machen. Das Register umfasst verschiedenste Medien aus diversen Kulturen und Regionen, die die Vielfalt der menschlichen Geschichte und Kultur würdigen und fördern. Nun sind auch Hanse-Dokumente Teil dieser einzigartigen Sammlung und bieten Einblicke in ein beeindruckendes Wirtschafts- und Kommunikationsnetzwerk, das weite Teile Europas miteinander verband. Die Hanse war ein weltweit einzigartiger Zusammenschluss von Kaufleuten und Städten. Sie hatte weder Vorbilder noch Parallelen und hinterließ ein einmaliges, reiches Dokumentenerbe in europäischen Archiven und Bibliotheken. Diese Dokumente zeigen, wie die Hanse es geschafft hat, über mehr als 500 Jahre das Leben der Menschen in Nordeuropa entscheidend mitzuprägen. 17 hansische Dokumente und Schriftsammlungen aus 6 Ländern und 11 Institutionen wurden stellvertretend ins UNESCO Memory of the World aufgenommen. Im Kern bestand der hansische Handel darin, Privilegien auszuhandeln, die als Grundlage für ihren Erfolg dienten. Ein herausragendes Privileg ist das von König Edward VI. Von England aus dem Jahr 1547, eine prachtvolle Urkunde, die alle bis dahin gewährten Rechte in England ausführlich auflistet und bestätigt. Der außergewöhnliche Umfang und Prunk der Urkunde verdeutlicht den Erfolg, den diese Privilegienbestätigung bedeutete. Die Kontore in Novgorod, Bergen, London und Brügge, in denen sich die hansischen Kaufleute im Ausland vereinigten, waren die ökonomischen Hauptstützpunkte des Hansehandels. Kontorsordnungen beschreiben die Organisation der hansischen Gemeinschaft an den Handelsplätzen. Eine davon, die sogenannte zweite Novgoroder Schra, ist ein Schlüsseltext der hansischen Geschichte. Er zeigt, wie sich niederdeutsche Kaufleute schon im 13. Jahrhundert aus verschiedenen Städten trotz Konkurrenz zusammenschlossen. Die Kontorsordnung regelte außerdem, wie der Handel ablief und was im Konfliktfall passierte. Kontore waren auch Orte hansischer Rechtsprechung. 6 Bücher aus dem Bergener Kontor dokumentieren Fälle vor dem Handelsgericht der Hansekaufleute und geben Einblicke in das Leben im Kontor, Abgaben der Kaufleute, jährliche Preislisten und mehr. Die Hansetage waren zentrale Informationsbörsen hansischen Handels und hansischer Politik, wo sich die führenden Wirtschaftslenker versammelten. Hier fand der Interessenausgleich innerhalb der Hanse statt. Beschlüsse wurden in Konsensverfahren herbeigeführt. Die Ergebnisse wurden in sogenannten Hanse-Rezessen festgehalten. Diese Protokolle schufen für alle Beteiligten eine nachhaltige Dokumentation und Rechtssicherheit. Sie belegen über 300 Jahre selbstorganisierte und freiwillige Treffen von Städten, von den Niederlanden bis nach Estland. Die Privilegien der Hanse wurden immer wieder in Frage gestellt und die Hansestädte reagierten oft mit Handelsblockaden. Eine der bedeutendsten war die Blockade Flanderns im Jahr 1358. Beim Aufruf zur Blockade verwendeten die Städte erstmals systematisch den Begriff Deutsche Hanse als Selbstbezeichnung. Der Name steht für eine gemeinsame Identität und verpflichtete die Kaufleute zu einem geschlossenen Auftreten. Auch 3 sogenannte Pfundzollbücher gehören zum Weltdokumentenerbe. Der Pfundzoll war eine spezielle Art der Abgabe auf Waren, die zwischen den Hansestädten transportiert wurden. Mit der zeitlich befristeten Sonderabgabe des Pfundzolls finanzierte die Hanse die Kriegskosten. Die genauen Aufzeichnungen über den Handelsverkehr in den Zollbüchern sind ein einmaliger Informationsschatz. Dadurch kennen wir die Handelsrouten, die verschifften Waren, deren Mengen und Wert, die beteiligten Kaufleute und Schiffer und auch Reisezeiten.
Die Hanse war ein Zusammenschluss selbstregierter Städte, doch diese Freiheit wurde von Fürsten seit dem 15. Jahrhundert vielerorts in Frage gestellt. Daher schlossen die Hansestädte immer wieder zeitlich befristete Schutzbündnisse, sogenannte Tohopesaten, vor allem um die Selbstständigkeit einzelner Städte zu verteidigen. Die Briefe und Geschäftsbücher des Hildebrand Feckinghusen von um 1400 sind eine einzigartige Dokumentensammlung zum Privat- und Geschäftsleben eines Hansekaufmanns. Sie enthalten 12 Konto- und Journalbücher sowie fast 600 Briefe. Im Fernhandel müssen die Kaufleute verschiedene Sprachen beherrschen. Das russisch-niederdeutsche Sprachlehrbuch von 1607 hält solch ein Sprachwissen eines Kaufgesellen auch schriftlich fest. Alle erwähnten Dokumente sind lediglich eine Auswahl von besonders herausragenden Beispielen. Viele mehr bezeugen die lange Hansegeschichte in zahlreichen Archiven in Nordeuropa und darüber hinaus. Ein Teil davon ging im Laufe der Zeit unter anderem durch Stadtbrände und Kriege verloren. Ein Grund mehr, die Bedeutung des Erhalts der Hanse-Dokumente durch die Erklärung zu Memory of the World zu betonen. Im Europäischen Hansemuseum Lübeck sind Reproduktionen einiger dieser Dokumente ausgestellt.